Ja, willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Apple Watch, genauer gesagt um die Navigation mit Outdoor Active. Ich möchte einfach mal in der Praxis zeigen, wie Outdoor Active funktioniert. Outdoor Active ist ja ein Planungstool, mit dem ihr euch auch gleichzeitig auf die Uhr navigieren lassen könnt. Das Ganze vergleiche ich dann mit der App Work Outdoors. Das ist eine App, die ohne monatliche Gebühren auskommt. Das heißt, ihr kauft diese einmal und dann möchte ich euch einfach mal die Unterschiede zeigen und einfach zeigen, was für dich der Vor- und Nachteil ist, welche App du hier an der Stelle nutzen kannst, beziehungsweise was für dich ein Mehrwert ist. Natürlich wird das Ganze jetzt in der Praxis gemacht. Das schauen wir uns jetzt einfach an und legen direkt los. Als allererstes müsst ihr natürlich die Outdoor Active App auf der Apple Watch starten. Das ist hier das O, die wird ja direkt installiert, wenn ihr auch die App installiert. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Pferdefuß von Outdoor Active auf der Apple Watch. Ihr habt leider keine Möglichkeiten, hier Offline-Karten direkt auf die Uhr zu laden. Das geht hier an dieser Stelle nicht. Was aber geht, ist Offline-Karten aufs Handy zu laden und diese dann hier auf die Apple Watch zu spiegeln. Wenn wir jetzt in die iPhone-App von Outdoor Active hineingehen, können wir unten auch ganz gut sehen, wir haben hier auch den Menüpunkt Karte. Hier könnt ihr nämlich alle verschiedenen Karten herunterladen. Ich habe ja momentan die Pro-Version. Das heißt also, ihr habt dann auch die Option zum Beispiel hier Alpenvereinskarten herunterzuladen, als natürlich auch hier die Kompasskarte. Das ist an dieser Stelle möglich. Ebenfalls können natürlich die OpenStreetMap-Karte herunterladen, das ist ja bekannt. Da kann man sehen, dann kommt hier oben ein Button fürs Downloaden. Dann sehen wir hier schon, ich habe einen Teil schon runtergeladen, man kann das Ganze aber dann nochmal vergrößern. Und dann sieht man hier zum Beispiel 11 Megabyte wird das Ganze an Platz kosten oder 23 Megabyte und dann drückt man hier unten auf Herunterladen und dann werden die Karten auch schon hier aufs iPhone heruntergeladen. Interessant an der Stelle ist auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Alpenvereinskarte herunterladet, das ist natürlich eine Karte mit viel mehr Informationen. Wenn wir sehen und dann hier nochmal ohne aufs Download gehen, oben sehen wir auch hier, die gesamte Karte hat hier zum Beispiel 610 Megabyte. Ihr könnt natürlich auch eine Grundkarte herunterladen mit 165 Megabyte, aber so könnt ihr dann hier auch nochmal mehr Details mitnehmen und ebenfalls das auswählen, dann sagen wir hier gesamte Karte. Und so habt ihr die Karten dann hier offline auf dem Handy dabei. Falls ihr hier schwarze Streifen durchlaufen seht, ich bitte das zu entschuldigen, das liegt einfach jetzt hier an der Aufnahme mit dem Handy. Das kann ich jetzt leider nicht so ganz abstellen. Ja, wie starte ich dann Touren auf Outdoor Active? Ganz einfach, wir gehen jetzt hier auf meine Seite und dann gibt es hier unter Planung die Tour, die ich jetzt heute mit euch machen möchte. Das Outdoor Active versus Work Outdoors, da kommen wir gleich noch dazu. Die wähle ich jetzt aus und dann sage ich einfach hier unten Navigation und dann wird die Route auch schon geladen bzw. gestartet. Wir sehen hier, ich bin nicht ganz am Startpunkt, sehen wir auch hier oben angezeigt. Ja, wir sehen jetzt auch hier, die Strecke wird direkt hier auf die Uhr geladen, beziehungsweise wir sehen auch die Karte dann hier gleich angezeigt. Und die Karte richtet sich dann auch schön nach meiner Ausrichtung direkt aus. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf der Karte rumscrollen, können wir auch sehen, in welche Richtung wir laufen müssen. Hier sind die Pfeile angezeigt. Das Ganze ist hier auf 70 Meter. Und wir sind, wie gesagt, nicht ganz am Startpunkt. Und dann können wir nochmal schauen, wo wir dann hier langlaufen müssen, um an den Startpunkt zu kommen. Ja, wir haben ja aktuell jetzt die Alpenvereinskarte ausgewählt. Wenn ihr eine andere Karte haben wollt, geht ihr einfach hier unten auf dieses Symbol. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier die Outdoor Active Karte auswählen und dann wird diese dann auch gleich direkt hier auf der Uhr angezeigt, sobald wir das haben. So, seht ihr, direkt die Karte gewechselt und so habt ihr dann die Outdoor Active Karte hier auf der Apple Watch. Eine Alternative zur Navigation, die ich euch heute zeigen will, ist noch die App Work Outdoors oder mit vergleichen. Bei Work Outdoors habt ihr nämlich den Vorteil, dass die Karte hier offline auf die Uhr heruntergeladen wird. Das heißt also, wir haben das Ganze dann hier auf der Uhr drauf. Ihr könnt dann aus Outdoor Active auch eure geplanten Touren an Work Outdoors übertragen. Dafür geht ihr auch wieder hier auf meine Seite, dann auf die Planungen bzw. was ihr geplant habt und wählt jetzt hier die Strecke aus. Und dann habt ihr den Menüpunkt hier oben mit den 3 Punkten, dass ihr das Ganze als GPX exportieren könnt. Das wählt ihr dann auch aus und hier könnt ihr dann zum Beispiel die App Work Outdoors auswählen und hier die Strecke übertragen. Wir sehen jetzt hier das Ganze übertragen. Wir nennen es jetzt einfach Test und dann sagen wir Send to Watch hier oben. Ihr habt dann einmal die Option hier unten dann auch Send Map zu machen, da können wir mal draufklicken. Da bekomme ich jetzt die Fehlermeldung, dass das Ganze schon übertragen worden ist. Das heißt also, ihr könnt hier direkt für die Strecke die Karte übertragen, habe ich aber schon gemacht. Oder wenn ihr dann hier, wir sind jetzt hier unten auf Maps seid, dann könnt ihr auch hier sehen, alles was grau ist, ist hier schon übertragen worden. Und wenn ich jetzt oben einfach mit dem Finger reingehe, drauf drücke und hier auswähle, dann wird das Ganze hier nochmal transferiert. Wir drücken auf Transfer File und so gehen dann die Offline-Karten hier auf die Apple Watch drauf. Und ihr könnt hier ohne iPhone quasi losgehen und euch navigieren lassen, beziehungsweise dann hier eine Wanderung oder einen Lauf durchführen. Im Übrigen habe ich für Work Outdoors auch nochmal ein ausführliches Review gemacht, Tutorial, wie man das Ganze hier verwaltet, wie das Ganze funktioniert. Das verlinke ich dir oben mal, dann kannst du es nochmal im Detail anschauen. Ich möchte euch halt einfach mal erst die Unterschiede zwischen Outdoor Active und Work Outdoors vorstellen. Wir gehen jetzt einfach mal los und dann gucken wir einfach mal, was hier die Vor- und Nachteile sind der jeweiligen Apps. Ja, zum Thema Kartenmaterial, wir sind jetzt momentan noch innerorts
Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wenn wir uns bei Outdoor Active für die Alpine-Karte entscheiden, bekommen wir hier auch Straßennamen angezeigt, ohne Probleme. Aber auch die Karten von Work Outdoors bieten hier Straßennamen an. Das heißt also, wenn ihr hier ortschaftsmäßig unterwegs seid, könnt ihr auf jeden Fall auch hier euch mit Straßennamen orientieren. Neben der Karte bekommt ihr in Outdoor Active dann auch noch die Richtung angezeigt. Das heißt also, in welche Richtung ihr laufen sollt, bis die nächste Abbiegung kommt. Wir sehen hier, der Kompass, der richtet sich ganz gut aus. Als auch dann hier in 130 Metern geht es hier auf die nächste Abbiegung. Wir sehen jetzt hier, die Strecke ist 7,9 Kilometer lang und 1 Stunde 8 wird hochgerechnet. Wir sehen hier, die Meter gehen jetzt hier auch nach und nach runter. Noch 90 Meter bis zur Rechtsabbiegung. So, ihr bekommt eine Vibration aufs Handgelenk in 30 Metern Abbiegung rechts. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Mitteilung. So, wenn wir auf der Kreuzung sind, bekommen wir dann auch schon die nächste Mitteilung, 90 Meter geradeaus. Das heißt also, ich muss jetzt hier runterlaufen, 90 Meter. Und wie gesagt, 30 Meter vorher habt ihr die Mitteilung bekommen, dass ihr rechts abbiegen müsst. Ja, ich bin jetzt hier mitten in den Weinbergen und hier gehen so, ja, teilweise Trailpfade, teilweise normale Weinbergpfade ab. Ja, wenn wir die Karte von Work Outdoors uns mal genau anschauen, wie gesagt, der schwarze Streifen, das liegt einfach in der Aufnahme hier, dann sehen wir auch ganz gut, dass wir hier die gestrichelte Linien haben für unbefestigte Straßen. Das heißt also, ihr habt da auch wirklich eine gute Übersicht. Ja, wenn wir die Karte von Outdoor Active anschauen, können wir auch sehen, hier sind dann auch diese Wege eingezeichnet als durchgezogene schwarze Linien. Ein bisschen weniger tatsächlich als jetzt hier bei Work Outdoors. Aber das kommt ja dann natürlich auch so ein bisschen darauf an, welche Karte ihr aktuell habt. Und ebenfalls seht ihr auch hier, dass der Bildschirm dann abdunkelt nach einer gewissen Zeit. Im Übrigen könnt ihr die Zoom-Stufen der Karte über die Krone hier ändern. Wir sehen hier bis zu 30 Meter können wir reingehen oder dann halt ganz raus scrollen bis zu 2 Kilometer. Es macht keinen Sinn mehr, sage ich mal. Also hier 1 Kilometer vielleicht, um die Tour zu sehen. Kann man so ein bisschen auch sehen. In dem rosanen Bereich, das laufen wir noch. Blau sind wir schon gelaufen, sind hier ganz am Anfang. Und man kann auch sehr gut hier die topografischen Verhältnisse erkennen am Berg, dass hier so ein bisschen hügelig ist. Das ist hier an der Karte auch sehr gut wiedergegeben. Ich habe gerade aktuell die Outdoor Active Karte hier offen. Ja, nochmal was zum Thema Abbiegehinweise. Während wir hier bei Outdoor Active wunderbar nach 30 Metern oder vor 30 Metern ein Signal bekommen, dann hier die schöne Anzeige, auch mit dem grünen Balken, der füllt sich hier wunderschön voll, weil ich mit der Strecke schon bin. Wir sind hier einen kleinen Teil erst gemacht. Ich bitte mit immer noch zu entschuldigen, haben wir bei Work Outdoors leider keine Abbiegehinweise. Das heißt, ihr bekommt hier nichts angezeigt. Was ihr aber bekommt, sind dann Abweichungen, also Routenabweichungen. Das werden wir jetzt einfach mal testen. Ich muss eigentlich normalerweise hier links laufen. Ich laufe jetzt einfach geradeaus und dann schauen wir einfach mal, wann die Apps hier jeweils reagieren. Ja, bei Work Outdoors habe ich eingestellt, dass es nach 20 Meter erscheinen soll, wenn ich von der Route bin. Ja, man sieht auch gut, ich bin schon von der Route runter. So, jetzt bekommt ihr die Offroad-Anzeige mit einer Vibration. Also ihr kriegt auf jeden Fall eine Mitteilung, dass ihr das merkt. Und wir gucken einfach mal. Da unten ist jetzt die Kreuzung. Ja, einen Ticken mehr als 20 Meter ist es schon, aber ihr bekommt die Meldung. Warum es keine Abbiegehinweise auf der Uhr gibt, beziehungsweise bei dieser App, ist mir ein Rätsel, weil sie kann ja Hinweise. Soll wohl irgendwann mit dem Update kommen, ist irgendwie schade. Ja, gleiche Situation machen wir jetzt mit Outdoor Active. Ebenfalls gehen wir jetzt hier die Route falsch, beziehungsweise hier jetzt links abbiegen. Das machen wir jetzt nicht, wir laufen jetzt einfach mal geradeaus hoch. Momentan bekomme ich noch die nächste Abbiegung angezeigt und Achtung, verlässt die Route 40 Meter und es ist tatsächlich sehr schnell reagiert. Ich stehe deutlich vorher. Sehen jetzt hier die Kreuzung. Das ist so knapp die Hälfte der Distanz, bis Work Outdoors reagiert hat. Man kann es an der Karte auch sehr gut sehen. Der rote Punkt ist da, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe Work Outdoors zuerst gemacht. Das war ganz weiter oben, also wirklich tatsächlich die Hälfte der Strecke. Und wir sehen jetzt hier auf der Karte auch, wo wir dann wieder zurück müssen. Und was auch ein kleines Detail ist, wir sehen hier so Weintrauben eingezeichnet. Ja, ich bin auch in den Weinbergen. Also so habt ihr es auch hier als Orientierung sehr gut angezeigt in der Karte. Bei Work Outdoors in der Karte auch noch sehr gut angezeigt bekommt. Ich habe hier das Ganze jetzt im Laufmodus stehen.
Auch bei AutoActive ist das Ganze als Lauf geplant. Wir sehen hier rote und blaue Bereiche. Das sind die Anstiege. Und dann habt ihr das auch wirklich so ein bisschen Übersicht, wann, wo, welche Anstiege kommen. Und können das auch ein bisschen einschätzen. Das ist wirklich hier sehr, sehr gut gemacht. Während ihr es bei AutoActive dann wirklich nur als rosa Linie angezeigt bekommt und die blaue Linie, mit der ihr gelaufen seid. Ihr habt bei AutoActive aber auch noch die Option, wenn ihr die App dabei habt, hier auch Freunde einzuladen und ja, die euch verfolgen bzw. dann wissen, wo ihr unterwegs seid. Das könnt ihr euch auch an Anzeigen bzw. teilen, wenn ihr in der Pro-Version seid. Darüber hinaus hat die App auch noch die Option, wenn ihr jetzt in den Kameramodus geht, euch die Berge anzeigen zu lassen. Das heißt, die App findet anhand des Bildes, wo ihr gerade unterwegs seid, sagt, welche Berge sind, auch Gewässer, Städte, alles wird euch angezeigt. Einfach an eurem aufgrund eures Standortes bzw. das Bild, was sie hat. Und so bekommt ihr das dann hier in der Übersicht und wisst dann auch zur Orientierung besser Bescheid, wo ihr seid. Das hat natürlich Workautos an dieser Stelle nicht. Das ist dann ein reines Navigationstool. Da bietet AutoActive deutlich mehr. Ja, dann nochmal zum Thema ganz kurz Karten, jetzt in freier Natur. Also wir sehen hier Bäume, Wälder, alles dabei. Ihr habt wunderschöne Aussicht. Auch Flüsse, Bäche, alles ist hier in den Karten eingezeichnet. Ihr müsst hier auf keine Details bei Workautos verzichten. Vorteil dieser App ist natürlich auch, ihr könnt alle Datenfelder wirklich selber verwalten. Also Sie seht hier eine eigens eingerichtete Datenverwaltung. Ich habe zum Beispiel die Option, wenn ich jetzt hier rüber scrolle, mir weitere Datenfelder anzuzeigen, wie zum Beispiel maximale Herzfrequenz, als auch Distanz oder auch die durchschnittliche Herzfrequenz und auch in welchen Zonen ich unterwegs war. Als dann auch eine Karte mit Datenfeldern. Und dabei habt ihr eine Möglichkeit, aus vielen, vielen Datenfeldern auszuwählen, sei es Steigung, sei es prozentuale Steigung oder auch natürlich dann hier Geschwindigkeit. Und ja, das ist wirklich hier ein riesen Spielplatz, was ihr hier machen könnt bei Workoutdoors. Anders sieht es bei AutoActive aus. Hier habt ihr natürlich dann auch Datenfelder. Wir sehen jetzt hier die Zeit, die ich gelaufen bin, 46 Minuten, die Entfernung, die Kalorien, aber auch die Herzfrequenzrate und natürlich die Höhen und Abstieg, alles dabei. Natürlich hier nochmal den Standort und so habt ihr das Ganze auch in der Übersicht. Aber ihr habt jetzt nicht so viele Möglichkeiten wie bei Workautos das Ganze einzustellen. Ja, und solltet ihr auf die Idee kommen, wie ich gerade, der auf der Apple Watch beide Touren laufen lässt, also Workoutdoors als auch AutoActive, da kann ich euch sagen, ja, Workautos ist hier definitiv die dominantere App. Das heißt, sie bringt sie wieder in den Vordergrund und ja, kann ein bisschen nervig sein. Das heißt also, wenn euch das nicht stört, es geht beides, will ich damit sagen. Aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass hier Workoutdoors doch die dominantere App ist an der Stelle. Ja, ich muss jetzt reingehen aufgrund des schlechten Wetters draußen, da hat man fast nichts mehr verstanden. Ihr könnt die Aktivität natürlich dann beenden, indem ihr jetzt hier lange auf das Display drückt bei Workoutdoors, da gehen wir auf Ende und dann wird das Ganze auch in der Fitness-App gut geschrieben oder ja, eingetragen. Das gleiche ist dann aber auch hier bei AutoActive, da sind wir jetzt nicht mehr auf der Route, da ist genau das gleiche, hier scrollen wir jetzt mal rüber und dann können wir das Ganze auch beenden. Und dann wird das Ganze hier auch gespeichert und ist dann hier ebenfalls in der Fitness-App enthalten und kann da hier für weitere Datenanalyse verwendet werden. Das heißt also für Athletic oder andere Sachen, die ihr nutzt, gehen hier dann ebenfalls auch. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, bei AutoActive könnt ihr euch auch noch entscheiden, ob ihr das Ganze über iPhone oder Uhr machen wollt. Und wenn ihr die Uhr auswählt, seht ihr schon ohne iPhone keine Karte. Da werden nämlich die Tracks dann über die Uhr aufgezeichnet. Ich hatte es jetzt auf dem Handy gehabt. Also wenn ihr GPS-Daten von der Uhr haben wollt, dann hier auf Uhr stellen. Wie gesagt, wenn aber kein iPhone dabei ist, gibt es auch leider hier keine Karten. Ja, das war jetzt die Navigation im Praxisteil zwischen der AutoActive App und Workoutdoors. Wie schon eingangs erwähnt, Workoutdoors zahlt ihr einmalig die App und dann habt ihr keine weiteren Kosten mehr. Vorteil dieser App ist, ihr könnt hier alle möglichen Planungstools nutzen und diese hier importieren und dann auch hier auf Apple Fitness übertragen. AutoActive hat natürlich den Vorteil, dass ihr hier planen könnt, beziehungsweise dann auch im Planungstool selber sehr viele Tooltips bekommt oder auch Webseiten angezeigt von Berghütten, aber natürlich dann auch die verschiedenen Karten, die ihr mitnehmen könnt. Was ich leider zum Nachteil finde, ist, dass ihr hier keine Offline-Karten auf die Uhr machen könnt. Da ist natürlich die Frage, liegt es hier an der Schnittstelle zu Apple oder ist es tatsächlich ein Problem mit Speichergröße oder natürlich einfach, dass der Hersteller das Ganze nicht anbieten kann, weil es lizenztechnisch vielleicht nicht geht oder er es nicht möchte. Das kann ich an dieser Stelle hier leider nicht beantworten. Ihr habt natürlich die Möglichkeiten, die Karten hier aufs iPhone offline runterzuladen bzw. zu nutzen. Dann braucht ihr auf jeden Fall hier zumindest kein Datennetz, aber ihr müsst natürlich dann das Handy dabei haben, um hier auf jeden Fall das Kartenmaterial nutzen zu können. Das Ganze geht natürlich auch offline ohne Karte, aber dann, wie gesagt, dann habt ihr keine Karte dabei. Gerne können wir uns auch mal in den Kommentaren austauschen, welche App du hier nutzt. Nutzt du zum Beispiel AutoActive oder nutzt du dann doch Komoot? Das ist ja dann die Alternative, die ihr nutzen könnt. Oder Workoutdoors. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.